Tag. Heute zeige ich Ihnen den Einstieg in die Administrator-Oberfläche der Emergency Eye-Technologie. Sie sehen bereits, die Admin-URL wurde aufgerufen. Ich habe die Möglichkeit, hier meine E-Mail-Adresse und mein Passwort einzugeben. Das habe ich getan und verbinde mich nun mit meiner Administrator-Oberfläche. Als Benutzer sehen Sie, ich bin bereits angelegt. Ich kann nun weitere Benutzer anlegen. Das kommt in einem späteren Tutorial. Oder ich kann das Dispatch Center verwalten. Hier sehen wir das Dispatch Center. Das CoreOS RC ist das, zu dem ich Zugriff habe. Und wenn ich das bearbeiten möchte, gehe ich auf den Stift. Und wir konzentrieren uns heute auf den allgemeinen Teil. Sehen, der Name ist bereits angelegt. Ich kann hier verschiedene Organisationen anlegen, zum Beispiel Deutschland. Ich kann anlegen die Schweiz und so weiter. Ich kann dann hier als Unterorganisation zum Beispiel die Leitstelle angeben oder das Marketing und so weiter, kann weitere Unterabteilungen anlegen. Als SMS-Text ganz wichtig, die 0 in den Klammern nicht weglöschen, sondern die muss am Ende stehen bleiben, denn das ist der Platzhalter für letzten Endes den SMS-Link. Bitte öffnen Sie folgenden Link für eine Datenverbindung. Punkt. Das kann ein Text sein. Ich empfehle, nach jedem Text hier unten die Änderung mal zu speichern und dann auch zu überprüfen, ist das Ganze auch hinterlegt worden. Man kann ein Logo hinterlegen, auch einen Hintergrund für dann später die Funktion BIDI hinterlegen. Standardsprache sollten Sie wählen. Das ist die Sprache, in der die Plattform dann für Sie prioritär geöffnet wird. Und Sie können auch einen Session-Beenden-Text eingeben, wie herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und unsere Datenschutzerklärung finden Sie bitte hier. Dieses hier kann man mit einem Link versehen, zum Beispiel für die Datenschutzpolicy, die möglicherweise auf einer URL hinterlegt ist. Und das kann man hier entsprechend einbinden, das auch in einem separaten Link öffnen lassen, auch wieder abspeichern. Auch das würde ich wieder speichern, würde dann kurz überprüfen, ist das Ganze auch hinterlegt? Jawohl. Kann man zum Beispiel noch reinschreiben, Ihre CoreOS. So, auch wieder speichern und schauen, ist das Ganze auch gut hinterlegt worden. Textblöcke können auch eingegeben, wo befinden sie sich, was ist passiert. Die können auch entsprechend verschoben werden und hier können Sie bis zu 20 Textblöcke eingeben. Auch die Änderung wieder speichern. Das war der allgemeine Teil für die Einrichtung des Dispatch Centers. Kann das Ganze nochmal überprüfen. Und im nächsten Tutorial gehen wir dann auf die Authentifizierung und die weiteren Funktionen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.